Das könnte mit dem kleinen Knirps zu tun haben. How things out here end up looking like this? What happened? And where are we? Palmer, beruhig dich. Really? Oh, maybe you're right. Let's go investigate the area. Das hat bestimmt was mit dem kleinen Wesen zu tun. Schauen wir doch mal nach. Wow, this place is huge. Oder wie nur klein. Paimon knew there's something off about that cave. Let's think of a way to get over there and have a closer look. Who knows? Maybe we'll find a lead of some kind. Ja, der Hüpfpilz in der Sphäre. In Sumeru-Sphären sind manchmal diese Hüpfpilze anzutreffen. Aus unerklärten und wohl sehr faszinierenden Gründen gehören diese Pilze jedoch nicht zu den Trilakshana-Kreaturen. Nein, nicht runter. No. Solltest du auf den drauf hüpfen? Nein! Ach, spring doch nicht hier runter, meine Güte. Du sollst da drauf springen. Na, geht doch. Meine Güte. Immer diese komplexen Vorgänge. So, jetzt sind wir aber oben. Wo auch immer oben ist. Super. Jetzt sind wir woanders. Huh? What happened just now? Why'd everything around us suddenly change? Keine Ahnung, aber es erinnert mich an was. An was anderes. An ein bestimmtes Event. Okay. Der Urbernstein in der Sphäre. Manchmal sind Urbernstein und der Pfad, den diese Bernsteine versiegelt haben, in den Sphären, um Sumeru zu treffen. Sammle 3 Urbernsteine in diesen Sphären, um den entsprechenden Pfad zu öffnen. Ah ja. Okay. Sind wir wieder hier? Oh nö. Nein! Nein, bleib da! Alter! Willst du mich verarschen? Wieso kannst du da nicht einfach rüber? Warum musst du da so ein Dings draus machen? Meine Güte, du warst doch hoch genug von dem Teil aus. Der hättest doch locker darüber gleiten können. Aber nein! Madame macht mal wieder nicht das, was sie soll. Genauso wie sie auf diese Pilze nicht draufspringt. Nimm wieder Dings. Das ist wenigstens angenehmer. So, was haben wir hier? Hier ist doch bestimmt auch wieder was. Ach ja. Ja, trifft doch mal den richtigen hier.
Ja, komm, hier beiseite. Kommt ihr denn jetzt schon wieder her? Meine Güte. Hat man hier noch nie seine Ruhe. Will irgendwo durch, aber nein. 1000 Leute müssen dann wieder... Huch. Okay. Das ist interessant. Ich glaube nicht, dass wir uns da irgendwie bewegen können in dem Stadium. Aber gut. Scheint wohl so eine Art Teleport zu sein. Und hier ist der nächste. Ah, wie komme ich da hoch? Wie komme ich da hoch? Ah. Oh, wie komme ich da hoch? Ist doch alles doof. Ach, hier komme ich hoch. Und hier wieder nicht und... Wie soll ich denn da oben hin? Könntest du dich mal festhalten, du Idiot? Ja, ja, das ist nicht das, was du machen solltest, aber danke. Was machen wir denn hier jetzt? Ach, sag das doch. Das sehen wir aber nicht angezeigt. Ist man immer hier, ne? Und wenn man dann frustriert ist, dann wird es einem angezeigt. So. Der letzte. Wo sollen wir jetzt hin? Ah, hier. Okay. Ach nö, nicht schon wieder. Wo sind wir denn jetzt schon wieder? Ja, das weiß ich doch nicht. Hey, what's the matter? You don't look so good. Tja. Wie kommen wir da jetzt hin? Was machen wir jetzt hier? Hier? Es wirkt halt sehr viel mehr nach Inazuma als, Oh, ja. Okay, warte. Ah, okay. Eine Illusion. Muss man doch mal jemandem sagen. Oh, jetzt ist die Tür offen. Natürlich. Okay. Ah! Ja. Erinnert mich sehr an Inazuma.
Aber vielleicht wird das ja auch nur aus unseren Erinnerungen projiziert. Ja, es ist etwas nervig. Ah. Well. Looks like we meet again. Ja. The Abyss Herald! What are you planning to do in this strange place? Tja, keine Ahnung. Place. Plotting. Das war doch klar. Needn't worry about. Das war doch klar. Bow before the abyss. Lament! Worthless! Foreign! Na, gib mal her. Moment. Was gebe ich ihm mal? Das hier, ne? Ja, das sollte reichen. Ja. Okay. Huh? Why can't we beat this guy? Oh, Paimon doesn't get it! We faced others like him before! What's wrong this time? Wir haben ihn doch fast besiegt. Though you may have managed to avert countless crises before, your good fortune was bound to end sooner or Ja, later. ja, komm, ich hab dich doch halb It's besiegt. time you realize how weak and powerless you really are. Dies wird nicht mein Ende sein. Your brother. Hab ich doch noch nicht gesagt. Oh, pitiful traveler. Are you really so ignorant? Or are you just living in complete denial? Ich habe eigentlich was anderes gesagt, aber... His Highness has long since forsaken you. Your meager existence in his eyes is that of an annoying bug. Nein. Only to be stepped upon. Das stimmt nicht. The bonds of love and family which drive you to find your sibling are utterly gone. But don't you fret now. Today will be your last. Ja, ja, erzähl mal. Erzähl du mal. Laber mal ruhig rum. Meine Güte. Ach, deren Atem. Puh. Huch. Wir sind wieder hier. Seltsam, was ist gerade passiert? Ein Moment lang war es wie ein Traum, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, worum es ging. What do we do? We haven't seen... Oh, there she is! Quick! Well, the good news is that she's still conscious. Hey, why'd you drop her food on the floor like that? Ich bin erschrocken, hab Heise, also so zu sehen. Guess that makes... Anyways, we can talk about this later. Ja. Okay. Das ist schon mal weird. Whoa, wait a sec. Look at all this fruit lying around. Ja. Na dann. Who is there? Tainari, is that you? Nein. Nicht wirklich.
Huh? It's okay. You can relax, Hypatia. Tainari sent us here to bring you some food and water. Na dann. Ah, das war eben schon sehr I seltsam. see. So, you're friends of Tainari. I apologize for all the trouble I've caused you. Ach, I'm Quatsch. grateful that you came so quickly to save me. You even brought all this Well, actually, we were kind of wondering about that, actually. When we found you here... Oh, I seem to understand now. All the fruit was likely from my, neighbor. Your neighbor? Ah, ja. You mean there's someone else living nearby? War es dieses seltsame Geschöpf, das wie ein Weißkohl aussah? Oh? So you're able to see them too? Anscheinend. Wait, hold on a second, Traveler. You say that before we arrived, you saw some mysterious creature and suddenly had a strange dream? Isn't that a little too crazy to believe? No, I actually do believe what the traveler is saying. I myself had a similar experience once before and ended up scaring my timid little neighbor here. Ah, You needn't worry. They mean you no harm. They only dragged you into the dream because they hoped to buy themselves a little time in a... Hypatia, just what kind of creature is your neighbor exactly? gute I'm Frage. not sure what it's called, to be honest. But I do know that they have some sort of deeper connection with the Dendro Archon. Ah, okay. I know this because the first time I saw them was also the exact day my consciousness was able to form a connection with Irminsul. Ah, Even after haben wir I ja auch opened my geschafft. eyes and stopped meditating, my heart was still pounding, and my mind was racing with all the knowledge that I had touched. Mhm. And at that very moment, I suddenly noticed a small figure at the opening of the cave. Ah, ja. In my curiosity, I began to walk over to the creature. They must have already been used to me living in the cave, because they didn't seem to mind me approaching them. They just kept doing whatever they were up to. Aha. It wasn't until I crouched down next to them that they suddenly realized that I could see them. Oh, and then? And then Tja. I had a dream. By the time I came to, they were nowhere to be seen. Mhm. I was convinced they'd never show up again. But sure enough, I saw them nearby a few days later. And they weren't alone. Ah, I feel Süß. like they aren't as afraid of me as the first time I approached them. But I never would have expected them to save me. das ist wirklich ein faszinierendes Lebewesen. Yes, no doubt about that. By the way, Tainari mentioned in his letter that you had questions for me regarding Irminsul. Ja, auf jeden Fall. Ganz viele. Ah, du hast noch Hunger. Sorry about that. Sounds like just drinking juice still isn't quite enough for my stomach. Ah, Well, if somebody hadn't dropped the food earlier... Anyway, looks like we'll... All right, we're up, Traveler. Today's Sounds good. I've never tried any dishes from other nations before. I certainly look... okay. Na dann. Are you already finished cooking? Smells delicious. Gute Frage. Ah, ich glaube, wir müssen nochmal. Wo denn? Ach, hier. Na dann wollen wir mal. Ah, okay. Ich dachte, ich muss das schon so ausdingsen. done. Let's use the empty box that Tainari gave us since we already watched. Oh, it smells amazing. Ja. Okay. Selbst wenn wir es schon gehabt hätten, mussten wir es also kochen. Interessant. So, jetzt aber. Are you already finished cooking? Ja. Jetzt sind wir fertig. Bitteschön. Tja.
Even though everything you mentioned was in Tainari's letter, it's still hard to believe you were able to connect with Irminsul immediately after smelling Spiritborn eel for the first time. Ah ja. It took me nearly 3 years before I could do so. And everyone at the Academia even lauded me as a genius. Ah. You should know that some researchers spent their entire lives without ever successfully connecting with Irminsul as you have. Ah, So why does this incense allow people to connect to Irminsul? gute The Frage. ingredients used to make Spiritborn eel primarily consist of plants created by Greater Lord Rukkhadevata. These special ingredients are conducive to heightening our senses to the Dendro Archon's power. Since the root of the Dendro Archon's power lies within Irminsul, we can occasionally tap into her powers to peer into the depths of the earth. Ja, ich glaube, ich verstehe. Naturally, anyone who can establish a connection with Irminsul in their first ever attempt must be a person of great understanding. Ja. Makes sense. But Paimon's got a question. Why? That was primarily due to her body's unique constitution. Stimulated by the incense, she could perceive the Dendro Archon's power and experience the sensory overload. Ah, Taking in any sense similar to the ingredients of Spiritborn ale would cause adverse effects. Not to worry, though. Technically, your body should still be sensitive to the powers of the Dendro Archon. But unless you're using intentional meditation techniques, the scent of Spiritborn ale should no longer trigger such ah. Well, that's a relief. Na I dann. must admit, I am quite envious of your abilities. Even if it meant suffering from pounding headaches for the rest of my life, I'd consider it worthwhile so long as I could connect with Irminsul at will. Whoa. You're really serious about this whole thing, aren't you? Scheint so. I am a researcher after all. Ja. As a member of the Ritaoist Darshan at the Academia, my main area of research is the stars and their connection to the fate of living beings. But there is still so much we don't know, especially regarding the mysteries that lie in the starry skies. Which Ah, is ja. why I must turn to the all-knowing Irminsul for answers. Okay. If only my perception wasn't so limited. Unfortunately, I cannot guarantee that my every attempt to attune with Irminsul will be successful, or that doing so will leave my consciousness intact. I am currently in the stage of training known as Satyavada life. Many researchers in Sumeru have lost their minds while seeking to attune with Irminsul during this Ah, ja. stage. Sages have said that Irminsul contains divine knowledge, and touching such knowledge without the proper preparations and abilities will only lead to one's mind caving in on itself. That's Das why klingt we meditate beängstigend. alone. We need to ensure that our minds will be calm while minimizing the possibility of involving anyone else. Ah, Whoa. So knowledge from Irminsul can be super dangerous. Don't you ever feel afraid of the risk, Hypatia? Of course I do, anscheinend nicht. especially during nights that are pitch black with no moonlight. Ah, However, I've been feeling better as of late. I believe Aw. that being able to see them is a sort of blessing from the Dendro Archon. But what's strangest of all is that they're clearly an envoy of the God of Wisdom herself. And they have the curious power to make people dream. ja. What's so strange about that? It doesn't sound so out of place for a divine being, does it? Well, it's strange because nearly nobody in Sumeru can ever dream. Oh, Oh. Is that true? Yes, well, to an extent. Only children can dream in Sumeru. Adults, however, never. The sages say that wisdom implies rationality, but that which occurs in dreams is often neither rational nor logical. das erinnert mich an den Traum, den ich gesehen habe. Yes, if one struggles with anxieties, those emotions could influence their dreams. Ja. The fact that the people of Sumeru do not have dreams is seen as a blessing by the sages. They believe that Greater Lord Rukkhadevata, the god of wisdom, is keeping us away from the foolish delusions you encounter in your sleep. I was born into a family of scholars in Sumeru City. Ever since I was a child, my parents would always tell me that I'll know I've grown up once I stop dreaming. I studied hard, enrolled as a student in the academia, and went on to become a researcher. Sure enough, I never dreamed again. Ja, But das ist then, schade. on the day I scared the little Aranara, I suddenly saw a dream again. It was incredible. Though I don't exactly remember what I saw, I clearly back then,
I was foolish and ignorant as any youth would be. But I was free of fear. Just be sure not to speak of this if you travel to Sumeru City. Ja, ich glaube auch. Do you have any thoughts about the things she saw when she connected with Irminsul? Sorry. I'm afraid I don't have any answers as of now. All I can say is that what you saw is a memory contained within Irminsul itself. Okay. World forget me. What could that possibly mean? Das ist eine gute Frage. If only I could ascend past Satyavada life and begin Paripurna life. I might have some more answers for you. If you two are ever in the area again, please be sure to come and see me. Und ich wünsche dir auf deinem Weg zu dir selbst viel Erfolg. There's no need to be thanking me. You two are my saviors. Besides, I'm already looking forward to tasting some more of your... Na dann. Now Wollen that wir we mal. know Hypatia is alright and had the chance to ask her some questions, Paimon thinks it's about time to head back to Gundar. Ja, definitiv. Das können wir machen, allerdings erst nach einer Pause. Wir können nochmal hier reingucken. Okay. Ah. Ja. Ach so, eine Abenteuergilde. Ja, nee. Oder? Na komm. Dann machen wir das kurz. Wir waren ja schließlich schon hier. Ist ja kein Ding. Solange nichts passiert. Irgendwas Unvorhergesehenes. Aber dann müssen wir echt pausieren. Wo ist denn die Abenteurergilde? Ach, da oben. Sehr verwirrend. Huch. Hallo, wir haben einen Brief für dich. Er ist von Jet. Was? Okay. Oh, du kennst Jet also auch. Wie geht es ihr? Wie geht's ihr? Ach, sie. Die Abenteurergilde hat eine offene Partnerschaft mit der Goldbrigade. Es wäre also eher überraschend, wenn ich sie nicht kennen würde. Als sie ankam, sah Jet sehr glücklich aus und sagte, sie freue sich darauf, euch wiederzusehen. Sehr schön, Jean. Wir schauen wir uns an, was Jet geschrieben hat. An meine beste Freundin Jean und die kleine Paimon. Es ist schon eine Weile her. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch an mich. Ja? Wie geht es euch? In den letzten Tagen habe ich von fernreisenden Karawanen und Abenteuern gehört. Dass ihr wieder nach Sumeru gekommen seid. So habe ich diesen Brief geschrieben, um euch zu begrüßen. Ich wohne gerade im Tanit-Lager. Dank euch geht es mir gut. Haha, ich halte mich kurz. Seit wir uns das letzte Mal getrennt haben, habe ich mich darauf gefreut, euch wiederzusehen und ordentlich zu empfangen. Und nach dem letzten Abenteuer gibt es noch etwas, das unvollendet bleibt. Ich glaube, nur ihr könnt das mit mir zusammen machen. Denn in dieser Angelegenheit vertraue ich nur euch. Die Einzelheiten werde ich euch erst dann erzählen, wenn ihr da seid. Na gut, der Brief ist mein Gesandter. Ich habe Catherine darüber informiert, also vergesst nicht zu kommen. Okay. Ja, das ist ja die den Vater verloren hat. Sieht so aus, als ob alles gut für sie läuft. Auf jeden Fall viel besser als letztes Mal. Ah, dieses Tanit-Lager. Es klingt irgendwie vertraut. Waren wir schon mal da? Tanit ist der Stamm, dem Jet angehört. Sein Lager befindet sich in den Tiefen der Wüste des Königs Deshret, in der Nähe der Ruinen von Gurabat. Wenn es jetzt ausmacht, markiere ich es auf deiner Karte. Oh, Catherine weiß ganz schön viel. Weil Catherine die Beste ist. Hey, ich fühle mich ganz geschmeichelt, Jean. Um Abenteuern besser dienen zu können, ist es die Pflicht der Abenteurergilde, solch grundlegende Informationen bereitzustellen, wann immer sie benötigt werden. Der Stamm Tanit hat schon immer gute Handelsbeziehungen zur Abenteurergilde unterhalten. Mit Jet als Vermittlerin haben sie sich in vielen Zusammenarbeiten als zuverlässig erwiesen. Mach noch mal hinne. Ich will pausieren. Oh, in diesem Brief steht auch, dass sie ein paar unerledigte Angelegenheiten machen möchte. Und uns ausdrücklich gebeten hat, mitzukommen. Wie mysteriös. Hat sie etwas Bestimmtes erwähnt, Catherine? Ich habe kein Recht, in die Privatsphäre des Absenders einzugreifen. Ich fürchte, ihr müsst persönlich dorthin gehen, um das herauszufinden. Okay. Es gibt also Informationen, an die selbst Catherine nicht rankommen kann. Es tut mir leid, das ist kein Mangel an Fähigkeiten, sondern eine Frage der Professionalität.
Wir nehmen diesbezüglich auch keine Beschwerden an. Das Lager von Stenit wurde auf der Karte für dich eingezeichnet. Sie werden sich dort für die nächsten 2 oder 3 Jahre niederlassen, wie es bei Stammeswanderungen üblich ist. Sollten sie sich nicht an diesem Ort befinden, kannst du mich sofort kontaktieren. Ich werde dich so schnell wie möglich über ihre Wanderung informieren. Oha, das ist wirklich nett von dir. Aber Palman glaubt nicht, dass wir 2, 3 Jahre warten werden. Gut, Jean, wir wissen schon, wo Jet ist. Können wir loslegen, oder? Lass sie nicht zu lange warten. Dann wendet euch an Jet, um weitere Informationen zu erhalten. Ich hätte fast vergessen, dass dies kein Auftrag der Gilde, sondern nur ein Treffen unter Freunden ist. Wie auch immer, Ad Astra Abyssos. Möge euch euer Wiedersehen zu den neuen glücklichen Begegnungen und Abenteuern führen. Ja, ich bin wegen was anderem gekommen. Ich bin doch wegen was anderem gekommen. Ich will doch nicht noch mehr. Ad Astra Abyssosk. Ja. Hier. Thank you for completing. Und das können wir auch gleich machen. Ad Astra. Wenn wir schon mal dabei sind. Hä? Huch. Das ist auch anders. Das ist auch etwas anders. Okay. Aber wie gesagt, ich pausiere dann erstmal. Dann machen wir beim nächsten Mal weiter.